Panama City wächst seit Jahren in die Höhe. Glas, Beton, Stahl und immer neue Hochhäuser. Doch mit dieser Entwicklung entsteht auch ein bekanntes Problem. Die Stadt speichert tagsüber enorme Mengen Wärme. Besonders Beton und Asphalt geben diese Hitze noch lange nach Sonnenuntergang wieder ab. Stadtplaner sprechen dabei vom sogenannten Wärmeinseleffekt. Deshalb stellt sich die spannende Frage: Könnten begrünte Fassaden die Stadt tatsächlich kühler machen? Oder sind vertikale Gärten am Ende nur ein schöner Blickfang? Die Forschung liefert inzwischen interessante Antworten. Mehrere aktuelle Studien zeigen, dass begrünte Fassaden die Oberflächentemperatur von Gebäuden im Sommer um mehr als 10 Grad Celsius reduzieren können. Dadurch gelangt weniger Wärme in das Gebäude und der Kühlbedarf kann sinken. Für Panama City klingt das zunächst ideal, denn das tropische Klima bringt das ganze Jahr über hohe Temperaturen mit sich. Doch genau hier beginnen die praktischen Herausforderungen. Eine begrünte Fassade besteht nicht einfach aus Pflanzen. Sie benötigt ein stabiles Trägersystem, eine automatische Bewässerung, regelmäßige Pflege und Pflanzenarten, die Wind, Starkregen und tropische Luftfeuchtigkeit dauerhaft vertragen. Ohne Wartung kann selbst die schönste grüne Wand schnell ihre Wirkung verlieren. Auch wirtschaftlich muss genau gerechnet werden. Die Installation verursacht höhere Baukosten. Dafür können später Kühlkosten sinken und die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Ob sich das finanziell lohnt, hängt von der Gebäudegröße, der Ausrichtung, den Energiekosten und der langfristigen Pflege ab. Deshalb setzen viele Architekten heute nicht nur auf vertikale Gärten. Sie kombinieren Fassadenbegrünung mit Dachbegrünung, Verschattung und energieeffizienter Bauweise. Gerade in einer Stadt wie Panama City könnte diese Kombination langfristig wichtiger werden. Nicht nur wegen des Klimas, sondern auch für die Lebensqualität. Mehr Grün bedeutet häufig angenehmere Aufenthaltsbereiche, mehr Schatten und eine attraktivere Stadt. Vertikale Gärten allein können das Klima einer Millionenstadt natürlich nicht verändern. Sie können aber ein wichtiger Baustein einer modernen Stadtplanung sein. Vielleicht werden die Hochhäuser der Zukunft deshalb nicht nur höher, sondern auch grüner. Mich interessiert deine Meinung. Würdest du lieber in einem begrünten Hochhaus wohnen oder spielt das für dich keine Rolle? Schreibe es unten in die Kommentare.